Stell dir vor, du hättest einen Notausgang in der Tasche. Kein dramaturgischer Fluchtkoffer, sondern ein rechtlich sauberes Aufenthaltsrecht, das du nicht nutzen musst, aber jederzeit aktivieren kannst. Genau das meine ich mit einer Schubladenresidenz. Ein Aufenthaltstitel, für den du nicht auswandern musst, der aber bereit liegt, falls Krieg kommt, Steuern explodieren, Bürokratie ausufert oder die Lage zu Hause kippt. Heute zeige ich dir, wie du so ein Sicherheitsnetz aufbaust. Exemplarisch mit Thailand als Einstieg, dann mit Alternativen in Asien, Afrika, Nahost und Lateinamerika, damit du wirklich Optionen hast statt Ausreden. Bevor wir tief ins heutige Thema einsteigen, noch etwas Wichtiges. Wenn du dir Sorgen machst über den EU-Überwachungsstaat, über digitale IDs, Wehrpflicht, Vermögensabgaben oder künftige Kriege, dann solltest du dich jetzt wappnen. Genau dafür habe ich das Intensivseminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B entwickelt. Dieses exklusive zweitägige Seminar findet regelmäßig in Zürich statt und gibt dir das komplette Toolset, um dich und deine Familie vor dem digitalen Euro, neuen Steuern und der totalen Kontrolle zu schützen, mit ganz konkreten Strategien für zweite Staatsbürgerschaften, Wohnsitze, Banken außerhalb der Europäischen Union, Vermögensschutz und mehr. Dein Partner kann kostenlos mitkommen. Und im Ticket ist sogar die Jahresmitgliedschaft im New Horizons Club enthalten. Alle aktuellen Termine und Details findest du auf unserer Website. Der Link steht unten in der Beschreibung. Die Plätze sind limitiert. Sichere dir dein Ticket rechtzeitig. Und jetzt zurück zum Thema. Wir fangen in Thailand an, weil das Land ein selten gutes Verhältnis aus Lebensqualität, Kosten und Planbarkeit bietet. Das frühere Thai Elite Visum heißt heute Thai Privilege Card. Du zahlst einmalig rund 650.000 Baht, also grob 20.000 $, und bekommst ein 5-Jahres-Visum, das dir lange Aufenthalte und stressfreie Einreisen ermöglicht. Du musst dort nicht leben, du kannst aber jederzeit für Wochen oder Monate rüber. Und genau das ist wichtig. Dein Plan B funktioniert nur, wenn du das Land schon kennst, dich wohlfühlst und weißt, wo du wohnen, wen du anrufen und wie du dein Geld bewegen würdest. In Thailand bekommst du das „Wir haben dich gern hier" Gefühl. Eine zuverlässige Infrastruktur, große Expat-Szene, Top-Medizin, gutes Internet und eine steuerliche Logik, mit der man sauber strukturiert seine Gesamtlast deutlich senken kann, sobald man wirklich hinzieht. Als Schubladenresidenzlösung hältst du dir die Tür offen, ohne Verpflichtung, und gewöhnst dich nebenbei an Klima, Kultur und Alltag. Wenn dich Südostasien reizt, aber du gern mit einem klaren Depothebel arbeitest, dann schau nach Indonesien. Der Golden-Visa-Weg läuft dort pragmatisch. Du parkst ungefähr 129.000 US-$ als Bankeinlage bei einer staatlich angebundenen Bank und bekommst im Gegenzug eine mehrjährige Aufenthaltsgenehmigung. Du musst nicht umziehen. Du darfst jederzeit kommen, ob nach Bali, auf eine der 17.000 Inseln oder ins geschäftige Jakarta. Die Rupiah ist keine starke Währung, ja, aber genau deshalb eignet sich dieses Visum als günstige Option zum Reinkommen können, während du dein Vermögen global diversifizierst und dir Lebenszeit kaufst, zu entscheiden, ob Indonesien für dich Urlaub auf Abruf oder echte Alternative ist. Springen wir nach Afrika, wo Sonne, Rechtssicherheit und steuerlich planbares Leben überraschend gut zusammengehen. Auf Mauritius ist der Einstieg schlicht. Entweder du kaufst eine Immobilie und sicherst dir damit das Aufenthaltsrecht. Oder, wenn du über 50 bist, genügt bereits deine Rente, um die Residence sauber und dauerhaft zu bekommen. Südafrika funktioniert für den Schubladenresidenzansatz erstaunlich pragmatisch. Rund 600.000 € an nachweisbaren Vermögenswerten öffnen dir die Tür zu einer Aufenthaltsgenehmigung, die du nicht sofort nutzen musst, aber jederzeit aktivieren kannst. Ideal, wenn du Kapstadt als Plan-B-Basis mit Weltstadtinfrastruktur möchtest. Und auf Sansibar ist es fast schon eine Einladung. Kauf dir eine Wohnung ab etwa 100.000 € und du erhältst lebenslange steuerfreie Residence. Ein echter Schlüssel in der Schublade, den du nur herausziehst, wenn du das Inseltempo und den Indischen Ozean wirklich brauchst. Der Punkt ist immer derselbe. Du richtest dir jetzt deinen Platz ein, lernst Land und Leute kennen, hast Papiere und Ansprechpartner, und wenn der Moment kommt, packst du nicht panisch. Du fährst einfach hin. Jetzt in den Golf,
die VAE, konkret Dubai oder Abu Dhabi, als 10-Jahres-Tresor. Legst du rund 500.000 Euro als Termingeld an oder kaufst qualifizierte Immobilien, bekommst du den Golden Visa. Der Clou für den Schubladenresidenzansatz. Du musst nicht dort leben. Der Titel liegt bereit, während dein Geld im Zweifel sogar ein wenig Zinsen verdient. Und wenn du in 3-4 Jahren sagst, jetzt ist Umzug dran, dann musst du nicht erst das Programm beantragen, die Preise der Zukunft zahlen oder auf Slots warten. Du bist bereits drin. Für Unternehmer gibt es zusätzliche Wege über Firmengründung. Die verlangen dann aber regelmäßige Einreisen. Darum gilt, je höher die Einlage, desto großzügiger die Flexibilität und desto passiver funktioniert dein Notausgang. Für Amerika-Fans eignet sich Mexiko als unterschätzter Allrounder. Hier kommst du mit nachweisbarem Einkommen oder Vermögen auf recht unkompliziertem Weg an einen Aufenthaltstitel, den du nicht sofort nutzen musst. Du kannst Jahre später einsteigen, Schritt für Schritt Richtung Permanent Residence gehen und, wenn du es wirklich willst und die Bedingungen erfüllst, sogar Richtung Staatsbürgerschaft arbeiten. Das Land hat Weltstadt- und Strandoptionen, eine riesige Unternehmer-Community, Direktflüge in die USA und nach Europa und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das schwer zu schlagen ist. Und dann ist da noch Panama, der Klassiker für Plan-B-Denker. Bist du Bürger eines Friendly Nations, gründest du eine Firma, stellst dich selbst an und wandelst nach 2 Jahren in eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Alternativ gehst du ganz entspannt über Bankeinlage oder Immobilienkauf und lässt den Titel quasi im Hintergrund laufen. Der Bonus: Solltest du dich eines Tages entscheiden, wirklich nach Panama zu ziehen, zählt deine Zeit Richtung Einbürgerung. Anders als in vielen reinen Investresidenzen, in denen du zwar wohnen darfst, aber nie den Pass siehst. Warum das alles jetzt und nicht, wenn es soweit ist? Weil Preise steigen, Regeln sich ändern und die besten Programme nie ewig offen stehen. Weil ein gesicherter Platz in Thailand, ein Bankticket in Dubai und ein Anker in Sansibar dich nichts kosten, solange du keine Steuern dort auslöst, aber im Ernstfall unbezahlbar sind. Und weil Psychologie real ist, wer seinen Fluchtpunkt kennt, sein Apartment schon 2-3 Mal bewohnt hat und die Einreiseprozesse aus dem FF beherrscht, der zögert nicht, wenn es darauf ankommt. Papier, die richtigen Stempel und ein paar Routineflüge schaffen Handlungsmacht. Wichtig ist die nüchterne Wahrheit. Ein Aufenthaltsrecht senkt keine Steuern, solange du weiterhin in deinem Hochsteuerland lebst und dort steuerlich ansässig bist. Und umgekehrt zieht dich ein Schubladenresidenzvisum nicht automatisch in die Steuerpflicht des Landes, solange du die Schwellen der Steueransässigkeit nicht erreichst. Du hältst also Optionen, ohne Verpflichtungen einzugehen, bis du dich bewusst entscheidest, wirklich zu wechseln. Dann allerdings muss das Setup stimmen. Substanz statt Schein, saubere Trennung von Einkünften, keine Betriebsstätte am falschen Ort, Banking passend zu deinem Pass und eine persönliche Timeline, die zu Familie, Schule und Business passt. Wenn du das so denkst, hat dein Leben plötzlich Puffer. Thailand als warmes, freundliches kann sofort starten. Indonesien als Natur- und Lifestyle-Reserve mitsamt Golden Visa-Schlüssel. Sansibar oder Mauritius als afrikanische Ruheinseln weit ab vom Schuss. Dubai als 10-jähriger, jederzeit abrufbarer Performance-Hub. Mexiko und Panama als amerikanische Plan-A, Plan-B-Kombi zwischen Weltstadt und Pazifik. Du verteilst deine Risiken, reduzierst deinen Regulierungsstress und erhöhst die Chance, dass du in 5 Jahren sagst, gut, dass ich es vorbereitet habe. Der Rest ist Routine. Einmal jährlich reinschauen, Unterlagen frisch halten, 2-3 Mal im Jahr ein paar Wochen vor Ort und das gute Gefühl, dass du nicht mehr ausgeliefert bist, sondern wählst. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.